In diesem Video möchte ich mir ein süßes Frühlingsnageldesign mit Blümchen machen und ich habe hier die zwei Grundfarben schon mal aufgetragen. Die Lacke sind beide von Passione und als nächstes werde ich jetzt diesen Topcoat hier auftragen. Der hat so eine süßen kleinen Glitzerpartikel drin. Ich finde den von der Konsistenz und vom Finish her ganz furchtbar, aber er passt jetzt richtig gut zu dem Design und deswegen, ja, werde ich mich jetzt mal mit dem rumschlagen. Und ja, seitdem ich den habe ich den nämlich auch noch gar nie verwendet, was ja auch irgendwie schade ist. Deswegen kommt er jetzt mal zum Einsatz. So, wenn man dann 10 Jahre später die Flakes so verteilt hat, wie man sie gerne hätte, dann kommt er jetzt erstmal zum Anhärten in die Lampe und dann trage ich den auf alle anderen Finger noch auf. Hier ist er jetzt fertig ausgehärtet auf allen Fingern und ich finde schon, dass der auch echt süß aussieht. Und weil der aber so uneben rauskommt, werde ich jetzt noch mal so ein bisschen die Oberfläche glätten mit einer Feile bzw. mit einem Buffer, damit ich dann, wenn ich jetzt im nächsten Schritt den Topcoat auftrage für das Pigment, hier nie so viel mehr ausgleichen muss. Das würde ich jetzt mal schnell ohne Kamera machen und dann bin ich wieder zurück. Als nächstes trage ich jetzt eine dünne Schicht Topcoat auf und lasse die dann jetzt anschließend für ca. 25 Sekunden in der Lampe härten. Nachdem ich mit dem feinen Pinsel den Topcoat richtig schön bis an den Rand verteilt habe, gehe ich immer abschließend nochmal drüber und mache das auch mit ganz wenig Druck, nur so richtig schwebend fast, damit sich das alles nochmal schön verbindet. Dann drehe ich den Finger rum und lasse dem Topcoat kurz so ein bisschen Zeit, sich auch schön zu glätten. Und dann prüfe ich anhand der Spiegelung, ob die Oberfläche schön glatt geworden ist. Ja, und wenn ich dann zufrieden bin, kommt der Finger in die Lampe. So, hier sind jetzt die Pigmente und die kommen jetzt alle zum Einsatz, weil ich so ein bisschen so eine, ja, pastellfarbene, frühlingshafte Oberfläche hier haben will, weil die alle so ein bisschen anders erscheinen von der Farbe her. Jetzt suche ich gerade hier mein Tool und dann fange ich einfach so bei ihm an und trage das auf so einen gewissen Bereich auf. Ich mache das hier mit der Spitze, da wird die Fläche nie direkt zu groß, da kann ich jetzt besser entscheiden, wie viel ich jetzt mit diesem Pigment hier bestreichen will. So erstmal. Soll ja von jeder Farbe auf jeden Fall was drauf sein. So, jetzt habe ich überall was. Jetzt gehe ich hier nochmal mit dem Finger vorsichtig drüber. Und da kriegt man so eine richtig schöne, bunte, dezent bunte Oberfläche. Bevor ich jetzt abschließend versiegel, gehe ich hier nochmal mit so einem Fächerpinsel lang, um das gröbste Puder, was hier noch in den Rändern hängt, so ein bisschen rauszuholen. Und dann gehe ich jetzt hier auch nochmal kurz mit dem Buffer an der Spitze lang. So ein bisschen hier rum, damit der Topcoat dort besser greifen kann. Und jetzt versiegel ich die Finger mit dem Pigment oder beziehungsweise den kann ich eigentlich auch mit versiegeln. Ich werde jetzt erstmal alle Nägel versiegeln, so. Abschließend werde ich jetzt noch so ein paar kleine weiße Blümchen on top mit so einem Dotting-Tool machen. Und dafür habe ich jetzt den weißen Shellac genommen, den hier, ne?
um jetzt erstmal die Blümchenblätter zu machen. Und da dipse ich jetzt hier, ich habe jetzt eins mit so einer mittelgroßen Kugel genommen, dipse ich hier ein und platziere jetzt erstmal 2 Blätterchen, sage ich mal, Blütenblätter, nebeneinander. Und das dritte setze ich gegenüber, ungefähr in einer Entfernung von der Größe der Punkte. Und dann fülle ich hier an den Seiten die anderen Blätter auf. Und damit mir das jetzt nie verläuft, werde ich das schon mal kurz anhärten. Und dann mache ich hier auch mal nur so eine Dreierblüte. Da setze ich auch wieder 2 nebeneinander. Und das dritte aber in dem Fall näher an die anderen 2, wieder gegenüber. So. Und die Zwischenräume fülle ich jetzt mit so einem ganz mini Dotting Tool und eben so ganz feinen, kleinen, weißen Pünktchen auf, um alles so ein bisschen miteinander zu verbinden und so ein Gesamtbild draus zu machen, sage ich jetzt mal. Und zum Schluss kommt jetzt noch mal der Olaf zum Einsatz. Und da will ich jetzt in der Mitte so einen kleinen Punkt noch mal an jede Blüte setzen. Die Lampe brauche ich hier auch gleich wieder, damit mir der Olaf nie davonläuft. So, und dann gehe ich gleich kurz mit der Lampe drüber. Und das mache ich jetzt prinzipiell bei allen Blüten so. Nach dem Aushärten nehme ich jetzt hier noch die Schwitzschicht von den Blumen runter. Und dann sind die Nägel auch schon fertig. Bin mal gespannt, ob das hält, aber weil die Blüten eben doch so ein bisschen dicker werden, wollte ich da nie noch mal drüber versiegeln, weil es dann insgesamt immer dicker wird. Und irgendwie fand ich es auch ganz niedlich, dass die so ein bisschen 3D oben drauf sind. Von daher mal gucken, ob das so hält. Ja, das ist jetzt das fertige Frühlingsnageldesign und ich finde es richtig süß. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Design gefällt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video so ein bisschen inspirieren konnte vielleicht für eure Frühlingsnägel. Ja, dann war es das jetzt an dieser Stelle hier und dann sage ich jetzt erstmal ciao und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid.